Das Underground-Update für Unbound ist endlich da. Wir gehen direkt rein, schauen uns an, was ist alles im Speedpass, wie fahren sich jetzt die Autos mit den Drift-Reifen, ne? Wie ist der Drift-Modus allgemein der neue, wie sind die Drag-Rennen und was es sonst noch gibt und warum wir wahrscheinlich Eddie in ein paar Wochen sehen werden. Ja, das alles jetzt in diesem Video. Viel Spaß. So, wir sind drin im Update. Ja, wir haben neue Sachen, Drift-Mode, Drag-Mode, neue Drift-Physik, neue Autos. Und wir gucken direkt mal in den Premium Speedpass erstmal rein hier. So, da sind wir auch direkt ein paar, ja, weniger wichtige Sachen. Hier Turbokram und so. Ein Auto, neuer Mustang. Den gucken wir uns gleich direkt mal an, den haben wir direkt freigeschaltet. Hier noch ein paar eigenartige Felgen. Ja, hier haben wir diese klassischen Diese Turbo-Tacho aus Underground 1. Ja, ziemlich geil. Ja, nichts Besonderes. Dann hier Bodykit für den Mustang. Muss man halt auch erstmal wieder alles freischalten. Hier so ein wild gewordenes Neonlicht bei dem. Das sieht irre aus, muss man sagen. Ja. Wieder Felgen, Skin. Imagine, man könnte Razor, Darius und so als Skin freischalten. Das wäre auch ganz wild. Noch ein Karosserie-Kit. Untergrunddrift. Ach so, okay. Aber Eastsiders. Wo steht denn jetzt hier Eastsiders? Hä? Ist halt ein Sticker, ne? Aber naja. Oh, noch ein Karosserie-Kit. Oh, hier das Underground 1 Cover als Nummernschild. Das ist wild. Und das sieht wow. Bro, jetzt kann es einen auf Knight Rider machen hier. Das ist crazy. Underground Drifter Ford Mustang Dark Horse. Ach so, ist auch wieder so eine spezielle Version. Oh ja. Ist schon sexy. Haben wir wieder ein paar Felgen. Qualm. Oh, der würde jetzt zu dem Auto passen, ne? Schön in grün. Noch ein paar sexy Felgen. Underground 2. Oha, guckt euch das mal an. Die rasten aber auch komplett aus mit ihren Effekten auf Felgen und Kennzeichen so mittlerweile, ne? Dann gibt es hier den neuen M3 als Touring. Also, das ist auch mal eine Ansage. Kaum einer bringt Kombis und finde ich ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Ne, klar, den normalen M3 auch noch dazu hätten sie gern machen können. Wäre cool, aber die sind einfach mal einen anderen Weg gegangen. Vielleicht, weil der RS6 so ankam, so gut. Und ja, Kombi M3 ist, warum nicht? Finde ich ehrlich gesagt echt geil, ist mal was anderes. Die trauen sich wenigstens. Viele, wie zum Beispiel Forza, bringen ja die Kombis fast gar nicht raus. Ne? Das ist ja echt wild. Ein BMW-Kombi ist sowieso allein an sich schon super selten in Rennspielen, finde ich. Also echt geil. Freue ich mich. So, dann haben wir da wild gewordene Felgen. Ja, okay. Musikkreativfelgen. Ne, was steht da? Musik kreativ. Kreativ, weißt du? Hier ist wieder ein EP-Boost. Oh, hier haben wir von Rachel das Vinyl als. Ja, das erinnert ein bisschen an The Crew, ne? Naja. Boah. Wow. Alter, das ist doch mal eine Ansage. Also, wenn das keine Familienkutsche ist, mit der man sich blicken lassen kann. Hohoho. Wild. Der sieht geil aus. Nice. So, hier haben wir wieder irgendwie Qualm. Wieder absolut wildes Nitro. Da ist schon wieder so ein Eastsider-Ding. Ich erkenne ehrlich gesagt nicht, wo genau das ist. Ach so, der Hintergrund. Ja, alles klar, okay. Ach du Schande. Bei den Dingern musste ich jetzt instant an Super Mario World denken. An diese beschissenen Sägen, die mich damals immer gekillt haben. Ein Karosserie-Kit von Criterion selbst gemacht. Ah ja, okay. Ja, schön breit auf jeden Fall. Sexy. Dann haben wir wieder ein paar eigenartige Felgen. Und, oh, ja, der Eastsider Adler. Auch schick. Haben wir wieder ein wildes Kennzeichen mit Eastsider. So, und als nächstes kommt, glaube ich, das Geile. Oh, Leute. Dass wir die jemals kriegen würden, hätte ich nicht gedacht. Ich habe schon dran gedacht, so, oh wow, das wäre irgendwie, ja, könnte ich mir vorstellen, aber dass das wirklich so weit kommt, ey. Also, das ist, ja, der Wagen sieht einfach nur geil aus.
Alter. So. Ja, feiere ich ehrlich. Klar, Melissa hat zwar den Wagen nie gefahren in Underground. Die war halt immer nur auf den Covers. Weil am Ende sind wir ja gegen Melissa gefahren im 350Z. Ne? Also sie hatte so ein 350Z mit Breitbau, so ein grauen, mit orangen Streifen an der Seite. Und ja, aber trotzdem echt geil. Da werde ich sofort reingrinden, den will ich haben. Mega Auto. Einfach sexy. Der sieht einfach nur sexy aus. Wow. Also wirklich. Beste Inhalt bis jetzt einfach. Haben wir hier nochmal Eastsiders. Ja, wer bekennt sich zur Crew Eastsider? Hm? Dann haben wir wieder viele Felgen. Das sieht irgendwie ein bisschen nach 2015 aus. Ja. Dann haben wir wieder ein wildes Kennzeichen. Nochmal ein Bodykit für den M3. Absolut wild. Sieht echt bestialisch aus. Da nochmal, ja, diese Projektion. Hier haben wir einen Skin, keine Ahnung. Da ist nochmal Eastsiders. Felgen. Drehende Felgen. Wieder absolut Höllen Nitro. Da ist noch mehr Eastsiders. Also Eddie kriegt ja richtig Werbung hier. Jetzt hätten sie noch als Boss reinbringen sollen. So als kleines Special Event. Bossrennen gegen Eddie. Oh, hier ein bisschen Eis am Start. Noch ein Bodykit für den M3. Jawohl, das sieht wild aus. Als würde der vorne irgendwas ab... Oh ja. Oh, okay. Ja, wildes Bodykit. Auch wieder sehr breit. Ganz, ganz wild. Da haben wir das Underground 2 Cover. Sieht auch sexy aus. Alles Hinweise auf ein Mega-Remake-Cover. Nein, da wollen wir jetzt mal nicht übertreiben in der Richtung. Heute geht es hier ums Update. Das sieht auch ganz schick aus. So, da haben wir wieder Projektion. Ich bin da ehrlich gesagt nicht so der Riesenfan von, aber ne, hier nochmal Eastsiders halt. Den einen oder anderen gefällt es halt. Hier haben wir Driften, einen 350Z, so wie das aussieht. Noch ein... Boah, was ist das denn? Untergrund-Dragster. Ach so, what? Ja, also der... Was? Ja, das ist ja geil. Guck dir das mal an. Mit Bremsfallschirm, ich geh kaputt. Die hauen ja richtig auf die Kacke mittlerweile. Was ist da los? Ja, sexy, sieht wild aus auf jeden Fall. Stufe 65. Hier haben wir wieder Höllen-Nitro. Dann Neon. Nochmal eine Premium-Belohnung. Underground. Ui. Echt wild. Noch mehr Kennzeichen. Noch mehr Höllen-Nitro und wow. Also, ey, ohne Witz, das sieht echt... man kann ja sagen, was man will über die Effekte, ne? Aber das sieht echt wild aus, ne? Also mit dem Feuer feiere ich mehr als diesen Rauch. Also, es ist echt abgefahren, Mann. Alter Schwede. Ich will nicht wissen, wie das draußen aussieht. Müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren beim Fahren. Ja, hier haben wir wieder normalen Rauch irgendwie. 2 verschiedene Farben links und rechts. Hier wieder, ja, Spinnerfelgen. Das sind ja diese, die sich weiter drehen. Also, naja, die waren früher schon nicht der Kracher. Hier haben wir wieder einen Skin irgendwie, ja. Dann haben wir nochmal eine Projektion und am Ende gibt es nochmal den Mustang Dark Horse Speed Hunter Edition. Ja, das ist das Ding. Und in 83 Tagen kommt dann Volume 8, das Hot Pursuit Update. Da bin ich ja echt mal drauf gespannt. Keck W. Der Spacko guckt sich gerade erst ein Update an und redet schon vom nächsten. Man kennt ihn. Ja, das sind auf jeden Fall die Sachen. Ganz wunderbar. So, neu ist der Mustang. Oh, das müssen wir erstmal alles freischalten. Aber wir können ja direkt mal einen Soundcheck machen. Warte mal, aktuell eingebaut ist der 5 Liter, der hier. Okay, ich kann da mit dem Gas nicht rumspielen, der gibt einfach instant Vollgas. So, wir haben den erstmal so. Jetzt werde ich mal... Boah, jetzt könnte man natürlich ein Audi auch ausprobieren, aber ich werde einfach mal 2 von meinen Drift-Autos erstmal mit den neuen Reifen ausprobieren. Ist jetzt die Frage, warte mal, Mazda, wo ist er? Also der war auf jeden Fall auf Drift. Da knallen wir mal Driftreifen drauf, werden wir ja sehen, was passiert.
Nochmal Reifen Drift Pro. Einmal auf dem RX-7. In der S-Klasse. Und einmal... So, ach, das ist auch auf S-Klasse. Naja, gucken wir mal. Bauen wir einfach mal ein. Dann gucken wir mal. So, in PvP, was ist hier eigentlich los? Ja, M3 und so. Pro Driftreifen benötigt. Ach, gibt's auch. Ja, ich würde aber erstmal so gerne reingucken. So, Underground League. Ui. Ach, warte, da kommt quasi eine ganze Rangliste und die musst du hier alle besiegen, oder was? Das ist ja wild, ey. Steige in der Liga auf, indem du die Ziele jedes Racers erfüllst und den 1-Strike-Rennen besiegst. Schau jede Woche vorbei. Okay. Ja gut, die Underground League hatte damit eigentlich nichts zu tun. Die haben das hier einfach neu interpretiert. Underground League-Rennen waren einfach Rennen auf abgesperrten Strecken damals und so weiter. Die haben das hier irgendwie ein bisschen anders gemacht. Hat also jetzt nicht so viel mit Underground zu tun, aber okay. Wenn die Community-Herausforderung rechtzeitig abschließt, taucht ein mysteriöser 13. Race. Ach, ja, das kann ja nur Eddie sein, würde ich behaupten. Ich wette, Eddie taucht auf. An der Spitze. Wäre ja witzig. Also kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass es Eddie ist. Wer sollte es sonst sein, wenn es um Underground geht? Oder Rachel? Wer weiß das schon. Aber mysteriöser Racer. Imagine, wir müssen gegen den M3-Fahrer fahren. Oder Racer kommt, keine Ahnung. Aber ich gehe mal von Eddie aus. Zerstöre 2 Millionen Cops in der freien Fahrt. Community-Ziel. In 7 Tagen geht das live. 2 Millionen Cops sollen wir zerstören. Ah ja. Schließlich mit anderen zusammen um die Community-Challenge. Ja. Ja, ganz interessant auf jeden Fall. Erziele 25 bei Nahunfälle mit geparkten Autos. 5000 in der freien Fahrt verdienen. Ist ja easy. Nehmen wir an einer Drift-Playlist teil. Okay. Wer ist sie hier? Drag-Playlist. Ja, die haben auf jeden Fall ein paar Challenges. Und da kann man ja mal abarbeiten. Nice. Ja, der jetzt auch, ja gut, der ist jetzt wie gesagt A+. Was ist das denn da? Ach so, okay, das kann man hier so anzeigen direkt. Interessant. Ja, man merkt. Dann ist auf jeden Fall das andere Handling auch, ja. Haben sie ja gesagt, die neuen Autos bekommen das alle. Ja, fährt viel entspannter, geht auch entspannter in den Drift rein. Tja, ist jetzt die Frage, ob man, ja gut, einer tritt auf jeden Fall bei. 2, okay. Ob ich da jetzt mit klarkomme oder nicht, sei mal dahingestellt. Ist jetzt gleich das erste Mal für mich, den Reifen, ist klar. Kommen auf jeden Fall ein paar Leute rein. Oh, die haben alle Bock hier, oder was? Sehr schön. Ich werde erstmal den 240 SX hier ausprobieren. Beziehungsweise ist es ein 180er. Mein Gott. Ich kenne den halt immer durch Underground. Punktzahl, Multiplikator, Kollision gehen weg. Twin Drift, oho. Okay, die haben alle keine Reifen eingebaut, alles klar. Das ist interessant, dass keiner das hingekriegt hat, die Reifen einzubauen. Aber auch wirklich gar keiner, Alter. Alter, was? Alter, wie krass haben die das denn verändert? Alter. Muss man aufpassen, dass ich hier nicht reinklatsche in die anderen. Die da alle am Sterben sind. Okay, da muss man aufpassen, ist klar. Ah! Okay. Aber, ey, Leute, das ist sowas, das sieht man auch, ne? Ich glaube, das muss man gar nicht fühlen und spielen, das sieht man einfach, dass das anders ist. Oh. Okay, da übersteuert er. Da konnte ich leider jetzt nichts machen.
Okay. Wenn ich in den roten Bereich komme, wird es echt schwierig, den wieder einzufangen. Ist jetzt nicht unbedingt unrealistisch, vor allem regnet es auch gerade. Da muss man halt wirklich aufpassen. Da hat man den Winkel. Da spielt aber, glaube ich, ein bisschen Links Horizon bei mir rein, weil ich das gewohnt bin, manche Autos richtig quer zu setzen. Aber ey. Das ist auf jeden Fall komplett extrem überarbeitet. Also das ist ungefähr wie GTA, könnt ihr euch das vorstellen, da der Drift-Modus. Das ist wirklich ein Unterschied von Tag und Nacht. Die Frage, die ich mir halt noch stelle aktuell, ist, ob es wenigstens trotzdem noch diese typisch Underground-mäßigen Maps gibt jetzt, ob die hinzugefügt haben, aber ich denke mal nicht, davon haben wir halt auch nichts gesehen. Na, ihr kennt es ja, was ich da meine wahrscheinlich. Weil es ist Underground inspiriert. Okay, die Punkte und so auf jeden Fall kann sein. Das Handling, also es fühlt sich jetzt auch, fühlt es sich an wie Underground? Jein, also es geht schon in die Richtung auf jeden Fall, aber es muss jetzt auch nicht 1:1 so sein. Klar, es ist eine komplett andere Engine und so weiter, aber ey, es ist geil. Also ich will mich jetzt gar nicht beschweren, ich wüsste auch nicht worüber. Natürlich ist es Gewohnheit, ne, auch wieder ein bisschen, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Ja, und rein in die Olga. Wow, Leute, habt ihr das gesehen? Also, wow, bis jetzt Updates top. Ohne Scheiß. Ohne Witz. Also, bis jetzt Top-Update. Und wir haben jetzt noch gar nichts gesehen. Wir haben uns nur den Speedpass angeguckt. Haben die Rangliste gesehen, die wir da abarbeiten können, was ja auch schon sehr geil ist. Und die Driftphysik hier, also, wow. Einfach nur wow. Echt krass gemacht. Ja, für alle, die sich fragen, ja wie, wo, was, ihr habt es ja im Video eigentlich gesehen, ihr müsst die Drift Pro Reifen drauf machen, damit ihr eure eigenen Autos benutzen könnt. Jetzt nehmen wir mal den RX-7. Oh, und wenn ich hier manchmal ein bisschen stöhne, sorry, weil, aua, ich habe Bandscheibe des Todes und ist echt übel seit ein paar Tagen wieder. Ja, wir haben hier mal gespannt. Ja, hier haben wir eigentlich auch eine schöne, große Driftstrecke, ne? Ich bin mal gespannt, wie sich das unterscheidet jetzt zwischen den Autos oder ob es da eigentlich kaum Unterschied gibt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Unterschied wirklich nicht groß ist und dass so ein einheitliches Driftmodell ist gefühlt. Okay, da haben wir ein bisschen übertrieben. Man kann sich nicht treffen, das ist schon mal nice, da kann keiner reingeriefen. Ja, entschuldigt, dass ich den Rauch drin habe, wer den nicht mag. Habe ich bei dem Wagen noch nicht verändert, weil ich den lange nicht gefahren bin. Wie einfach alle nur den normalen Rauch benutzen, ne? Aber man sieht auch, die Spieler kommen langsam besser klar. Savage Power gönnt sich richtig Punkte schon. Sehr schön. Hau rein, Buddy. Wäre geil, wenn es auch Koop-Driften gäbe, dass man so ein Koop-Ziel erreichen muss, ne? Okay, es sieht ein bisschen eigenartig aus, gebe ich zu, jetzt hier in der langen Kurve. Teilweise. Ein bisschen künstlich gestreckt alles, aber hey, geht schon. Keine Macht dem RX-7, aber er will sie Macht. Oh ja, also macht echt Spaß. Also Leute, ich weiß, Unbound hat einen schlechten Start gehabt und ich vor allem habe sehr viel gedonnert und gewettert über dieses Spiel. Aber ich muss sagen, dafür, dass es wirklich so ein kleines Team ist, erstmal Props an diesen armen, einzelnen Handling-Designer, ja. Wer es nicht weiß, Unbound hat nur einen Menschen da am Arbeiten, der das Handling macht für uns. Bei den neuen Autos und alles. Und der kann natürlich jetzt nicht die alten einfach mal alle so machen und ändern.
Aber ey, ist schon geil. Also ich sag mal, der ist wirklich ein Meister. Also die haben nicht übertrieben, als sie gesagt haben, er ist ein Biest. Der Typ hat einen Orden verdient, aber auch der Rest des Teams, dafür, dass die halt nicht so groß sind. Einfach nur nice. Bis jetzt. Ich bin gespannt, wie sich die Drag-Rennen anfühlen. Oh. The Void macht auch ordentlich Dampf hier, nicht schlecht. Ich glaube, es ist nicht schwer, besser zu sein als ich. Meine Güte. Ich bin das jetzt echt nicht gewohnt hier. Die Frage ist halt... Kriege ich mehr Punkte für mehr Speed oder wie sieht das aus? Auf jeden Fall ein krasses Duell zwischen dem und mir. Aber da kann man bestimmt noch optimieren. Da werde ich in Zukunft vielleicht mal ein paar Videos machen von anderen Drift-Autos. Ah, fuck. Ja, der holt mich noch. Der schafft mich noch locker. Punktemäßig, denke ich mal. Würde mich wundern, wenn er das nicht schafft. Ne, hat er nicht mehr geschafft. Ganz knapp. In seinem Mietwagen. Aber dafür, dass er nur ein Mietwagen ist, also entweder ist die Corvette echt gut oder ich bin echt scheiße. Ja, cool. Jetzt bin ich wenigstens sad, dass wir keinen dritten gemacht haben. Oder ich probiere einfach die Corvette aus, genau. Ja, Rydell's Rides, danke für den Mietwagen Rydell. Best Prices. Ja, zu verkaufen, würde ich behaupten, ne? Gucken wir mal. Nehmen wir auch mal die Corvette. Cockvette. Also wow, Leute, wow, einfach wow. Da haben sie wirklich alles über Bord geworfen, was das Handling anging. Da sieht man mal, es geht. Im Moment halt nur mit Driftreifen. Müssen wir mal gucken, ob die sich in der freien Fahrt genauso fahren. Ich denke mal, wäre echt geil. Vor allem für Drift-Sachen, ne? Wenn du den Link-Ups, wobei, ja, Link-Up schwierig, ne? Da funktioniert alles andere nicht mehr so gut dann. Oh, jetzt sind wir hier in der Innenstadt. Das ist natürlich auch geil. Oh, okay, da habe ich genauso getroffen wie so ein Lulli. Boah, jetzt habe ich echt Bock, mir viele Autos doppelt zu kaufen, um davon auch eine Drift-Version zu haben. Und wenn du auf die Idee halt kommst, dann hat das Spiel eigentlich einiges richtig gemacht. Aber ja, echt ein bisschen reingrinden und noch mehr Kohle machen. Ich habe zwar 14 Mille, aber das wird schon ein paar Euro kosten. Auf jeden Fall, wenn wir ein paar Klassiker direkt machen. Noch ein Skyline. Ich glaube, ne, Corolla gibt's. Ja, sorry, Toyota gibt's ja gar nicht hier. Ja. Also irgendwie hat er mal eben 13.000. Boah, der haut gerade richtig rein hier mit der Punkte. Wahrscheinlich driften die. Ja. Weil die im Team driften. Dann müsste mich der eine doch aber auch gleich einholen. Naja, egal. Ich habe schon 2 Events gewonnen. Mir kann eigentlich nicht viel passieren. Alter, der Verkehr ist natürlich gerade ein bisschen Error. Ja, mit den anderen beiden komme ich besser klar. Mit der Corvette hole ich nicht so viele Punkte. Auch wenn der eine da gerade komplett eskaliert. Also ich verstehe nicht, wie der jetzt plötzlich so viele Punkte rausholt. Also das ist ja unnormal. Wow. Digga, warum stehen die denn hier so behindert, die Autos? Alter, geht's schon los hier. Ja, da komme ich auf keinen Fall mehr ran. Keine Ahnung, der hat irgendwie richtig viele Punkte auf einmal geholt. Aber okay. Stabil, der Drift-Modus auf jeden Fall. Echt eine wilde Sache. Das macht Spaß. Da hat man auch Bock, andere Autos sich zusammenzubasteln. Haben sie echt nice gemacht. Ob da einer reingeht? Ja. 3 haben wir da. Ah, und direkt voll. Sehr schön. Ja, ich denke mal, Muscle Cars sind hier ziemlich angesagt, oder? Würde ich jetzt mal so grob schätzen, aber naja, gucken wir mal. Ich nehme einfach mal den Plymouth. Weiche Verkehr und Hindernissen aus. In die Richtung, ja. Ah ja.
Wilde Autos. Mit Reifen warm machen, ich gehe kaputt. Na gut, das hier ist jetzt ein bisschen sehr eigenartig, aber so ein bisschen auf Pro Street. Okay. Ich habe einfach gar keine Chance. Ja. Bringt doch nichts. Wow. Also. Oh, okay. Ja. Interessant. Der geht mal gar nicht nach vorne. Der Ferrari einfach 100 Mal schneller, der M1. Interessant. Muscle Car einfach Schrott. Ja. Also egal, was ich mache, mit dem habe ich schon mal keine Chance. Oh, da muss man sie wahrscheinlich gucken. Ich denke mal, das wird sehr metalastig am Ende sein, das ganze Drag-Ding. Da wird es wahrscheinlich nur ein paar wenige Autos geben, die dann immer gefahren werden, wenn das so bleibt, jetzt das wirklich... du wirklich jeden Wagen nehmen kannst, den du willst. Ich denke mal, da werden sich ein paar rauskristallisieren und die wirst du dann ewig als Gegner haben, sodass dir nichts anderes übrig bleibt, als selbst auch die Karre zu nehmen. Schauen wir mal. Einer ist schon rausgegangen, hat gar keinen Bock. Oder? Doch nicht? Ne, ich wollte gerade sagen. Da kommt da einer mit dem Civic. Also wenn ich jetzt gegen den Civic auch verliere, dann herzlichen Glückwunsch. Der Typ benutzt anscheinend immer nur Ferraris. Wow, was war das denn? Alles klar, da hat einer aber schon Ideen anscheinend. Ja, der geht einfach mal straight nach vorne und scheißt auf alle anderen. Ja, genau. Alter. Ja, hä? Dieses Handling, Junge! Digga, was ist das? Alter. Ja, bis jetzt bin ich nicht überzeugt. Was ist das mit dem Spurwechsel? Und die Autos, Alter, haben die schon echt darauf aufgebaut? Oder warum sind die so schnell? Aber das mit dem Spurwechsel ist auch lost, ne? Einfach vor dem Civic weggeflackt. Ja, wow. Ja, keine Chance, also mit der Startkorvette hier kommst du da auch nie hinterher. Ja, dann wird man wohl oder übel am Ende sich die heftigsten Autos fertig bauen müssen und dann wird man die immer nehmen müssen, denke ich mal, sonst hast du keine Chance. Weil, ich kenne das ja, im Grunde läuft das immer darauf hinaus, dass dann so 2, 3, 4 Autos dominieren, ne, die einfach die schnellsten sind und die werden dann immer genommen. So wird es wahrscheinlich enden im Drag. Hat angeblich die schnellste Beschleunigung. 2 Sekunden, aber naja. Das mit dem Spurwechsel teilweise ein bisschen verwirrend komisch. Das Schalten ist jetzt auch nicht so anspruchsvoll. Ja, keine Ahnung. Der hat da auf jeden Fall
richtig viele Boosts jetzt gehabt. Ja. Wieso hat der denn 2 gehabt? Ich hab da, oder hatte der nur einen? Weiß nicht. Kam mir so vor, als hätte der 2 gehabt. Naja, egal. Einfach alle Rennen verloren, man kennt ihn. Also bei Drake kommt es wirklich aufs Auto an anscheinend. Okay, da ist er jetzt straight in die parkenden Autos geballert. Boah, wenigstens ein Rennen gewinne ich mal, oder was? GG. Ein Rennen haben wir gewonnen. Ja. Ja, also ist ganz nett mit dem Reifen aufwärmen und so, schalten so. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das wird nicht meine Hauptdisziplin. Da bin ich eher beim Driften, sehe ich mich. Die Drag-Rennen machen jetzt nicht unbedingt so viel Spaß. Die fühle ich ehrlich gesagt nicht so, aber ist ja auch Geschmackssache. Ich finde sie nicht so geil. Vielleicht mal gucken, muss man sich ein paar Autos aufbauen, aber ich bin allgemein nicht der Fan davon, dass man dann wirklich guckt, dass man wirklich... Es ist halt... Dir bleibt ja nichts anderes übrig. Du musst dir halt jetzt die schnellsten Autos zusammenbauen, damit du überhaupt wettbewerbsfähig bist, weil sobald die ersten Meta-Tunings da sind, werden da wahrscheinlich immer wieder Leute auftauchen damit und da ist halt dann keine Chance. Also musst du ja auch quasi selber fahren. Und ja, das war der Drag-Modus. Ganz wilde Sache. Und was ist das für ein Auto? Was ist das für ein Auto? Warum hab ich das überhaupt? Alter! Ist ja übel. Was? Ach, du Kacke, ey. So, gucken wir mal. Wir haben mal eben den Drifter genommen. Der wird sich ja wahrscheinlich hier genauso fahren, oder? Ja. Ah, ja. Ich hab den Rauch immer noch nicht geändert. Ja, aber das Drift-Handling funktioniert auch im normalen freien Modus. War ja eigentlich abzusehen. Ja, geil. Very nice. Jetzt ist die andere Frage. Wie parkende Autos? Normale zählen halt wirklich nicht. Zählen die Dinger hier? Ja, okay. Da muss aber auch wirklich für Präzision muss halt wirklich dann wieder ein normales Auto nehmen, weil die Dinger rutschen jetzt halt wirklich nur. Da kannst du auch am Handling nicht viel machen, der ist gesperrt. Das ist gesperrt. Da kannst du selber nicht mehr dran rumbasteln. Ist vielleicht ein kleiner Minuspunkt. Aber ich denke mal, das hat einfach was mit dieser Physikumstellung zu tun. Boah, der ist ja wirklich ganz übel. Untergrundliga, wow. Drag-Playlist. Oh Gott, ich muss wieder Drag fahren. Aber ich habe doch nur Scheißautos. Da bin ich jetzt mal gespannt. Probieren wir da einfach mal. Und da sind wir schon wieder in der Drag-Szene. Ach, das ist der Dulli da aus dem Story-Modus, ne? An die Karre erinnere ich mich noch. Wie so hässlich war Kappi. Aber das ist ja eh nur ein Bot, von daher muss ich eigentlich nur am Anfang nach vorne kommen. Weil wenn der da Stress macht, blockiere ich den einfach. Ah! Was? Ja, nice, würde ich sagen. Der Wagen einfach... Okay. Ja, das natürlich. Genau so muss das laufen, Leute. Genau so. Was passiert denn jetzt mit... Hä? Ja, bin mal gespannt jetzt. Das kann ja theoretisch gar nicht mehr zählen. Ja, nur 2 Rennen. Wir müssen eigentlich Best of 3 sein, anstatt 2 Rennen. Der hat nur 5 Gänge, der Wagen. Also... ist einfach Feierabend bei 213. Der Meister der Drag-Rennen. Oh, ich stelle mich echt dämlich an, muss man schon sagen.
Aber wusste ich jetzt nicht, dass der nur 213 fährt. Sechste Gangfehler. B besiegt A-Klasse. A, also doch 3 Runden. Oder ist das jetzt so eine Finisher-Runde? Haben sie das bedacht? Das sah vorhin nach 2 aus. Na egal. Ich bin blind. Ich bin ein bisschen lost. Sorry. Hallo. Kann passieren. Boah, also da mit dem Rauch, ey. Okay, ja, für perfekte Schalten kriegst du... Ach ja, der füllt ja der... So ungefähr. Ja. Meine Güte. Wie der Bot auf einmal... Hä? Er hat auch einfach straight gegen die Wand. Ja, aber wir haben ihn ja besiegt, ne? Also... Stabile Moves hier. Hier, guck mal, wo der hinfliegt, aber auch keinen Schaden bekommen. Das ist wieder dieser scheiß Bug mit dem Schaden, glaube ich, hier. Dass die einfach wieder unzerstörbar sind. Aber egal, ich zeige euch mal kurz einen easy Spot, wo ihr die abhängen könnt. Auf ganz entspannt. Wenn ihr auch mal wieder irgendwie Schwierigkeiten habt, weil die nicht kaputt gehen oder so. Immer extra nervig. Mal hier. Das geht wahrscheinlich wieder auch nicht. Nö. Oder gar keinen Schaden bekommen. So. Ja, hier an der Stelle kann man die ganz easy abhängen. Ich hoffe, das sieht jetzt nicht die falsche Person. Sonst wird da wieder irgendein Patch rausgehauen, um euch das Leben schwer zu machen. Aber ja, der Hubschrauber, whatever, so, ja, da kommt zwar Cops, aber egal, die fallen da direkt runter, seht ihr ja. Das Ganze ist hier auf der Map. Easy. Oh, XP-Boost könnte man auch noch aktivieren. Ja. Durchgrinden. Alter, guck dir das mal an! Wie mein Auto ist einfach instant Schrott fast. Geil. Ja, nee. Ich denke mal, machen wir in einem extra Video da drin. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr bis jetzt davon haltet, was ihr noch sehen möchtet. Da muss jetzt erstmal ein bisschen gegrindet werden. Ich würde sagen, wir verbinden dieses Duell einfach mit dem nächsten Video. Wir haben ja jetzt die grundlegenden Sachen gesehen. Drift, Events plus Physik, Drag-Events, ein paar Autos, Speedpass. Ist schon eine Menge Info, glaube ich. Auf jeden Fall, der Drag-Modus ist jetzt meine Sache nicht unbedingt, ne, ist aber auch wirklich nur mein persönliches Empfinden. Finde ich jetzt wirklich nicht so spektakulär. Also werde ich nicht oft spielen, denke ich mal. Nur wenn ich wahrscheinlich gezwungen werde durch irgendeine Playlist-Herausforderung oder so. Driften, ja, fühle ich. Da sehe ich mich mit mehr Autos. Das macht Spaß. Ne, auch wenn jetzt vielleicht nicht unbedingt dann Erster wie es immer oder so, egal, aber es macht Spaß. Also das haben sie echt geil hingekriegt, was das angeht. Die Autos sind an sich geil, der BMW-Kombi, ja, schon nice. Der Mustang auch nice. Ne, jetzt muss halt natürlich die Tuning-Teile alle freischalten. Und da machen wir dann halt einfach nochmal ein extra Video demnächst. Und ja, ich sag mal so, der Drag-Modus, weil er jetzt nicht so reingekracht hat, kriegt das Spiel bzw. Update keine 10 von 10. Aber an sich würde ich sagen, ist eine stabile 7 von 10, das Update. Also kann sich sehen lassen, da haben sie gut was hingekriegt. Vor allem auch Melissas Auto, der Eclipse und so. Echt geil, da habe ich richtig Bock drauf. Den werde ich auf jeden Fall heute noch freischalten. Also wenn ihr Bock habt und Fragen habt vielleicht noch, kommt gerne auch in den Livestream. Link ist in der Beschreibung. Let's Play Onkel YT auf Twitch. Werden wir heute wahrscheinlich anbauen zocken, je nachdem wie es mein Rücken geht, so bin ich dann am Start. Und ja, schreibt gerne mal eure Gedanken in die Kommentare von dem, was ihr gesehen habt. Habt ihr vielleicht selber schon gespielt? Was haltet ihr von dem Update? Also, wie gesagt, 7 von 10 ist ganz gut geworden. Sieht auf jeden Fall nice aus, was das angeht, wie sich das Spiel an sich entwickelt.
Ne, und was die Zukunft angeht, also da sind schon echt massive Änderungen, was das Handling angeht beim Driften und so weiter. Also echt Props an die Entwickler, an das kleine Team von Criterion. Nice Arbeit. Wie gesagt, Drag-Modus an sich cool, ne, mit dem Aufwärmen und so weiter, wegen Pro Street Vibes und so, ne, Reifen aufwärmen. Das Schalten so, der Spurwechsel, der fühlt sich ein bisschen chaotisch an, muss ich sagen. Und wahrscheinlich die Tatsache, dass man später von Meta-Autos da immer wegdominiert wird, ist natürlich auch ein Problem. Wie sich das beim Driften entwickelt, ist eine andere Frage, aber trotzdem, ne, es bleibt am Ende Geschmackssache. Ne, wie gesagt, Drag-Modus nicht so meins, Drift dafür umso mehr. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Da zeige ich euch dann auch die ganzen Autos, die wir dann da freigeschaltet haben, nochmal im Detail. Und früher oder später werde ich vielleicht dann auch noch ein paar Drift-Setups raushauen und vielleicht auch das ein oder andere Drag-Setup. Müssen wir mal schauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und Like nicht vergessen, um den Kanal zu unterstützen. Damit helft ihr mir sehr. Ich bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.